Herzlich willkommen zu unserem neuen FAQ-Video. Ihr habt uns in der letzten Zeit viele spannende Fragen gestellt und wir wollen heute 11 davon beantworten. Also viel Spaß bei dem Video. Let's go! Wie hat eure Segelreise begonnen und welche Ausbildungen habt ihr gemacht? Unsere Segelreise begann ganz klassisch mit einem Segelschein. Also zumindest bei mir. Ich habe zuerst den Segelschein am Bodensee gemacht und später dann den Sportbootführerschein See in Berlin. Danach haben wir uns regelmäßig Jollen ausgeliehen und ja, wie es halt so ist, aufs Wasser begeben und so ein bisschen rumgeplanscht. Besonders viel gelernt haben wir auf einem Segelurlaub auf Sardinien und da waren wir das erste Mal auf einer größeren Yacht, also so 12, 13 Meter lang. Und ja, inzwischen ist unser Motto Learning by Doing bzw. Learning by Reparieren. Was hat euch motiviert, diese Reise zu machen? Wir haben schon lange den Traum, mehr von dieser Welt zu sehen, aber nicht als Tourist mit Flugticket, sondern auf persönliche Weise. Die Idee, mit dem eigenen Boot unterwegs zu sein, hat uns einfach nicht mehr losgelassen. Gleichzeitig kam auch immer wieder die Frage auf, wozu jeden Tag im Büro sitzen, abends müde heimkommen, schlafen und dann das Ganze wieder von vorne. Wir wollten raus aus dem Hamsterrad und herausfinden, was das Leben sonst noch so zu bieten hat. Es ging also nicht nur um Abenteuer, sondern auch um Sinnsuche. Was ist das für ein Boot und warum habt ihr euch genau dafür entschieden? Unser Boot ist eine Dromore Discovery 3000 Plus, ein eher seltenes Modell aus den 90ern. Es ist ca. 9 Meter lang und bietet erstaunlich viel Raum für seine Größe und hat uns beim ersten Besuch direkt gut gefallen. Die Entscheidung war auch eine sehr pragmatische. Es war eines der wenigen Boote, die in unserem Budget lagen und sich in erreichbarer Nähe zur Besichtigung befanden. Klar, sie hat seine Eigenheiten, aber für uns ist es inzwischen mehr als ein Boot. Es ist unser Zuhause. Wer mag, kann sich dazu auch gern unsere Roomtour anschauen. So, wie plant ihr eure Routen und was macht ihr bei spontanen Änderungen? Die Wettervorhersage ist für uns eine richtig wichtige Grundlage. Und zwar in jeder Planung. Wir schauen immer mehrere Modelle an, vergleichen Trends und entscheiden dann gemeinsam, ob es losgeht. Einen echten Plan B hatten wir bisher eigentlich nur bei Nachtrouten. Zum Beispiel, als wir beide zu müde waren, um weiterzufahren. In solchen Fällen ist es dann wichtig, Alternativen zu kennen. Also Ankerplätze in der Nähe, Häfen, die befahrbar wären oder einfach die Bereitschaft auch komplett umzudrehen und in den Hafen zurückzufahren. Je besser man vorbereitet ist, desto ruhiger bleibt man, wenn es doch mal anders kommt. Welche häufigsten Wartungsaufgaben habt ihr inzwischen gelernt und was sollte man vor jeder Fahrt unbedingt checken? Inzwischen wissen wir, dass ein Segelboot nicht nur segelt, sondern vor allem gepflegt werden will. Regelmäßige Aufgaben bei uns sind zum Beispiel Ölstand prüfen, Keilriemen kontrollieren, die Bilge checken, das Rig durchsehen und den Motorlauf beobachten. Vor jeder Fahrt machen wir auch eine Sichtkontrolle auf lose Teile, Leinen, Seeventile und das Ruder. Das ist ein bisschen wie ein Ritual geworden und gibt uns das gute Gefühl, vorbereitet zu sein. Lieber eine Minute zu viel geprüft, als eine Stunde im Notfall improvisieren zu müssen. Wie organisiert ihr euch an Bord und wer macht was? Unsere Aufgabenverteilung ist grundsätzlich flexibel, aber ein paar Dinge sind fest eingespielt. Doro ist unsere Köchin. Sie sorgt fast immer für leckeres Essen. Also im Sinne von, sie kocht etwa 6 Tage die Woche. Und ich bin immer am Schneiden, also ich bin komplett für die Videomontage zuständig. Beim Segelsetzen, Aufräumen, Reparieren oder auch Fahren wechseln wir uns immer ab, je nach Tagesform oder Situation. Uns ist wichtig, dass niemand in seiner Rolle feststeckt. Wir sprechen uns ab und passen uns gegenseitig an. Kommunikation ist das A und O, gerade wenn man auf richtig engen Raum lebt. Welche 3 Tools oder Gadgets sind für euch an Bord unverzichtbar? Ganz oben steht unser Tablet bzw. Handy. Da läuft alles drüber. Navionics für die Navigation, Navily für die Ankerplätze, Windy für Wetter und noch ein paar andere hilfreiche Apps. Dann wäre da noch unser fest eingebautes Wasserfiltersystem. Gerade in südlicheren Regionen kann Leitungswasser durchaus zu Bauchgrummeln führen. Und mit dem Filter sind wir deutlich entspannter, was unsere Trinkwasserqualität betrifft.
Und nicht zu vergessen, unsere Handkaffeemühle. Sie mag unschäumbar wirken, aber sie sorgt für besseren Geschmack und längere Haltbarkeit und eine gewisse Wertschätzung gegenüber dem ersten Kaffee am Tag. Wie nutzt ihr Solarstrom effizient? Und welche Tipps habt ihr für Anfänger mit Solaranlagen? Also unser wichtigster Tipp wäre, plant lieber zu viel als zu wenig Solarpanelleistung ein. Die Module sind mittlerweile richtig günstig und die Installation ist leider noch ein bisschen eine Herausforderung. Die Frage ist nämlich eher, wo bringst du sie sicher unter und wie verkabelst du sie am besten und am sinnvollsten. Eine Lithiumbatterie ist dabei essentiell, weil die kann man fast komplett entladen. Das spart ziemlich viel Nerven, Platz und vor allem Geld. Und was auch ganz wichtig ist, immer den Stromverbrauch im Blick haben. Denn dann ist es, glaube ich, alles recht überschaubar. Wie weit wollt ihr eigentlich segeln und was sind eure Pläne für 2025? Eigentlich war der Traum, einmal um die Welt zu segeln. Aber inzwischen wissen wir, mit der Nami trauen wir uns nicht so wirklich über den Atlantik und stattdessen konzentrieren wir uns lieber aufs Mittelmeer. Erst einmal Spanien, dann vielleicht die Balearen oder andere Inseln. Wir haben keinen strikten Plan, sondern reisen langsam und mit offenen Optionen. Und das ist auch gut so. Der Weg ist das Ziel und wir wollen die Reise wirklich erleben und nicht irgendwie abhaken. Was kostet so eine Reise ans Mittelmeer ungefähr? Und welche Ausgaben fallen unterwegs an? Wir planen dazu noch ein ausführliches Video zu machen. Aber hier einen groben Überblick. In Nord- und Ostsee haben wir für unsere 9 Meter Länge meist zwischen 15 und 25 Euro pro Nacht im Hafen gezahlt. Wenn man länger bleibt, gibt es oft einen Wochenrabatt, was vor allem praktisch ist, wenn mal was kaputt geht und man auf Ersatzteile wartet. Dazu kommen laufende Kosten für Essen, kleinere Reparaturen, Diesel, Eintritte für Museen oder Ausflüge. In einer Phase, in der wir täglich im Hafen lagen und 2- bis 3-mal pro Woche essen gegangen sind, lagen wir bei rund 1.000 Euro im Monat. Mit etwas Zurückhaltung geht es aber auch günstiger. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Like da. Und ein Abo. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like und ein Abo freuen. Sollten wir eine Frage vergessen haben, stellt sie gern unten in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal bei Nami Sailing.